Hallo, ich bin der André. Stefan, Embedded Cloud Softwareentwickler bei Fronius. Meine Mutter würde sagen, ich programmiere Wechselrichter. Also meine Mama würde sagen über meinen Job, der macht ganz komplizierte Dinge, da kann man gar nicht lesen, was der da überhaupt schreibt. Also den Programmcode, der ist für sie wie Hieroglyphen. Aber für Leute, die das verstehen, ist es halt nicht so kompliziert. Klingt beides gut, aber wo wird es spannender? Natürlich bei uns. Ja, das ist klar. Ich würde natürlich sagen, bei uns ist cooler. Mein größter Erfolg war es vermutlich der Go-Live vom Remote-Control-Projekt in Australien. Also als unser Projekt wirklich zum ersten Mal produktiv gegangen ist und Netzbetreiber tatsächlich in Australien über unsere Systeme Wechselrichter ferngesteuert haben. Ohne unseren Code oder ohne unsere Regelungen wird es nicht möglich sein, dass Photovoltaik nutzbar wäre. Gute Frage. Welche technischen Herausforderungen löse ich am liebsten? Also grundsätzlich Bugs im Code. Man sagt immer so gerne in der Softwareentwicklung, wenn man irgendwo einen Fehler hat, man ist sowohl Detektiv als auch Täter und muss sich dann hin und wieder selbst auf die Schliche kommen. Das macht mir immer wieder großen Spaß oder halt auch manchmal Kollegen auf die Schliche kommen, ob irgendjemand irgendwo einen Fehler gemacht hat und man muss sich dann reindenken, was hat sich der Kollege bei dem Code gedacht. Also Taste, die man als Softwareentwickler häufig verwendet, wäre die Retour-Taste, um den Code, den man falsch geschrieben hat, wieder zu löschen. Okay. Also ich arbeite jetzt mit mehreren Kollegen an einem neuen Regelungskonzept, um Stromnetze in der Zukunft stabil zu halten oder auch die mehr Photovoltaik-Leistung noch zu ermöglichen. Und dort haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren große Fortschritte erzielt und mittlerweile sind wir uns sicher, dass diese Konzepte so auch umsetzbar sind in größerem Ausmaß. Ja, wir arbeiten auf jeden Fall näher an der Hardware. Bei uns muss man hin und wieder mal Strom messen, Spannung messen, mit einem Oszilloskop hantieren. Also wir haben eher, unsere Sorgen gingen eher wirklich in die Richtung Softwarearchitektur, Softwaredesign im großen Scale. Man ist quasi nicht so limitiert auf ein kleines Gerät, sondern stattdessen größere Cluster, auf dem man auch größere Datenmengen abhandeln muss. Und wenn das Elektrotechnische ein bisschen weniger interessiert, wer aber dafür mehr interessiert ist an Softwarearchitektur allgemein und größere verteilte Systeme, für den ist wahrscheinlich die Cloud eher das Bessere. Das macht noch alles als Softwareentwickler den ganzen Tag. Tatsächlich kommt es öfter vor, als mir lieb ist.